Hallo meine Lieben, heute im Adventskalender von Mia vom Stickherz war eine kleine Eule drinne und ich hatte da auch sofort eine Idee, was ich damit machen will, und was das ist, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, dass ihr Stoffe sublimieren könnt, wenn die aus Polyester sind, mindestens 80%. Und ich habe euch aber auch noch nie gezeigt, wie ihr farbige Stoffe sublimieren könnt, die eben auch aus Polyester sind, mindestens 80%. Und das wollte ich heute mal machen, weil ich habe eine direkte Assoziation, wenn ich Eule sehe, zu Büchern. Keine Ahnung, wieso das so ist einfach so. Und ich dachte mir, ich mache eine Buchtasche, das heißt, die ich zuerst, also ich werde den Stoff sublimieren und das Ganze dann zu einer Tasche zusammennähen. Den einen Stoff habe ich euch schon gezeigt, das ist so ein Deco Canvas Optik Stoff, 100% Polyester. Das wird für mich die Innenseite sein. Und außen habe ich einen eher feineren Stoff, den werde ich dann mit einer 320er Flieseline, also erst 320 Flieseline verstärken. Und das ist hier ein Peach Skin Beige, der aber auch, wo steht's? Hier, 100% Polyester. Das heißt, ich kann es sublimieren und es ist immer die Frage, was wollt ihr drauf sublimieren? Ich werde mit Schwarz drauf gehen, weil das Thema ist, die Sublimationsfarben sind transluzent. Das heißt, die sind nicht deckend. Wenn ihr jetzt hier mit Rosa auf ein Dunkelbraun oder auf ein Braun drauf oder Beige drauf gehen wollt, dann wird das eine andere Farbe ergeben, weil quasi die Farbe vom Stoff durch die Farbe von dem, was ihr sublimiert, durchscheint. Das heißt, rosa, ich weiß noch nicht mal, ob man es dann überhaupt sehen würde, aber ihr müsst halt bedenken, wenn ihr farbige Stoffe nehmt, dann am besten einfach mit Schwarz drauf. Wie das dann aussieht, das seht ihr heute. Ich habe die Stücke auch schon zurechtgeschnitten. Ich habe zweimal vom Innenstoff, das sind, also zweimal vom Innenstoff, zweimal vom Außenstoff, sind jeweils 21 cm in der Breite, 28 cm in der Höhe. Je zwei. Und dann für die Henkel habe ich zweimal je 24 cm in der Länge, 6 cm in der Breite. Dasselbe auch in der Flieseline, also zweimal die Flieseline für die Henkel und zweimal die Flieseline in derselben Größe, also die 21 cm mal 28 cm für den Außenstoff. Weil der ist bei mir halt sehr, sehr, sehr dünn. Wenn ihr jetzt keinen Sublimationsdrucker habt, ihr könnt natürlich das auch beplotten. Ihr werdet es dann sehen, für im Innenmuster habe ich ein relativ kleines Motiv. Das wird ein bisschen schwierig mit Plotten. Es gibt auch die Möglichkeit, ich habe euch schon die Easy Color von Caesar, Easy Color DTV gezeigt. Die könnt ihr mit einem normalen Drucker bedrucken und das dann zum Beispiel auf einen Stoff aufbringen. Das habe ich euch mal in diesem Video gezeigt, was ich hier oben verlinke, weil da habe ich dann schlussendlich auch was draus genäht. Ist halt einfach so, es fühlt sich dann nicht mehr wirklich wie ein Stoff an, also wie hier wie dieser Stoff, sondern es ist dann wie ein beschichteter Stoff. Das ist halt das, weil ihr ganzseitig quasi da was drauf presst. Hier mit der Sublimation ist halt das Schöne, das geht direkt in die Stofffasern rein und da spürt ihr dann überhaupt nichts von diesem Aufdruck. Ich zeige euch kurz, was ich vorbereitet habe. Ich werde eine Vorderseite machen, das ist eben dieses süße Eule-Motiv. Dann habe ich oben, ist natürlich seitenverkehrt für die Sublimation, für eine kleine Reise in die und dann Fantasie. Ich zeige euch nachher, wie ich das aufbereitet habe. Dann die Rückseite, also das wird vorne der Außenstoff, das wird die Rückseite vom Außenstoff. Und für die Innenseite habe ich eben diese kleinen Eulen einfach mehrfach nebeneinander gelegt und übereinander gelegt. Und das wird dann der weiße Innenstoff. Das sieht bestimmt extrem cool aus. Jetzt, wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe in Canva, das ist das, was ich
sehr oft verwende, um gerade so Sublimationssachen vorzubereiten oder Sachen, die ich ausdrucken will. Ich habe ein Abo, aber A4 Seiten könnt ihr, würde ich behaupten, auch ohne Abo machen, also in der Gratis-Version. Und dann habe ich einfach in der Stoffgröße hier ein Quadrat eingefügt und da die Größe jeweils angepasst. Na, da könnt ihr einfach, wenn ihr da drauf geht, hier auf die Pünktchenposition und dann könnt ihr hier, je nachdem, wenn ihr das Verhältnis beibehalten wollt, macht ihr Schlösschen zu, wenn nicht, könnt ihr das aufmachen und da habe ich dann ganz einfach 19 cm, weil wir haben zwar 21 cm Stoff, aber da ist je auf beiden Seiten 1 cm Nahtzugabe mit dabei, von dem her sind wir bei 19 cm. Dasselbe oben und unten habe ich 28, aber eben durch diese je 1 cm sind es dann nur noch 26 und so habe ich die Größe angepasst und dann auch, wenn ihr drauf geht, könnt ihr hier drauf gehen und die Farbe auswählen. Ich habe einfach grau genommen, damit ich es sehe. Und dann habe ich die Bilder reingeholt, dass ich hier, ihr habt ja, wenn ihr die Plotter-Dateien anguckt im Adventskalender, dann habt ihr auch PNGs. Ich habe die PNGs genommen, einmal die Eule mit dem Ast und einmal die ohne Ast. Dann habe ich hier noch einen Spruch eben dazu gemacht. Das obere ist Amatic SC und das untere ist Shadow Script. Schriften könnt ihr einfach hier über Text und dann Textfeld hinzufügen und dann könnt ihr das schreiben, was ihr da haben wollt und dann eben, wenn ihr drauf seid, die Schrift anpassen. Das ist meine erste Seite. Ich habe die Eule eben so ein bisschen hier unten angelegt, den Schriftzug eher so ein bisschen oben. Dann habe ich eine Seite ganz einfach mit Punkten gemacht. Das heißt, ich bin hier auf Zeichnen gegangen, habe den Stift hier auf Schwarz gesetzt von der Farbe her und von der Breite bin ich auf 21, auch von der Stärke. Dann kann ich wirklich einfach mit dem Stift hier drauf gehen und es entsteht ein Punkt. Und so habe ich einfach so ein bisschen die Seite wild gepunktet. Das hier ist auch einfach wieder das Bild eingefügt und dann habe ich das in der Größe so angepasst, wie ich das haben wollte. Ich kann euch kurz sagen, wenn ihr euch das interessiert, wie groß das ist. Bei mir ist das jetzt noch 2,17 cm mal 2,81 cm. Und wenn ich eins dann in der Größe so angepasst habe, wie ich es wollte, konnte ich hier einfach drauf gehen. So kann man das duplizieren und dann da platzieren, wo man das haben will. Und das habe ich dann einfach einmal gemacht und dann hier oben könnt ihr Seite duplizieren machen und dann habt ihr auch eine zweite Seite oder ihr macht beim Drucken dann einfach 2 Seiten oder 2 Exemplare drucken. Genau, das habe ich dann einfach heruntergeladen als Bild und habe das dann auf meinem Mac mit dem Sawgrass Drucker ausgedruckt. Das ist schon die ganze Zauberei. So einfach geht das. Und jetzt bereite ich hier kurz alles vor, dass ich das mal pressen kann. Flieseline mache ich erst dann drauf, wenn der Stoff abgekühlt ist, weil Flieseline braucht definitiv nicht 200 Grad zum Pressen. Oder das mag die sehr wahrscheinlich auch nicht wirklich. Von dem her werde ich hier zuerst die beiden Stoffe pressen. Und dann muss ich kurz so ein bisschen was vorbereiten. Ich habe hier mein selbst gebasteltes Bügelbrett, weil das halt einfach so ein bisschen stabiler ist. Und ich habe die Heatpress auch schon auf 200 Grad 60 Sekunden eingestellt. Die ist schon am Aufwärmen, aber ich presse hier kurz die Stoffe vor, damit die Restfeuchtigkeit raus ist und die auch schön gerade sind. Und was ich dann auch gleich mache, jeweils, bevor ich das presse, ist einfach die Fussel entfernen, weil wenn ihr da Fussel drauf habt, kann es sein, dass ihr dann grüne Flecken bekommt. Das wäre schlecht.
Jetzt habe ich Backtrennpapier zurechtgeschnitten. Für jedes Pressen 2 Stück. Jetzt hier eher ein bisschen knapp. Das sind die Innenseiten. Ich schneide hier lieber kurz auf den Seiten ein bisschen was ab, weil es ist ja eh zu groß, eine A4-Seite, weil die ist 21 und ich brauche nur 19. So, ich habe jetzt auf beiden Seiten einfach einen halben Zentimeter abgeschnitten. Dann kann ich das hier schön mittig auf den Stoff platzieren. So, ne? Und dann mache ich das Ganze natürlich mit Kleber, also mit hitzeresistentem Kleber fest. Geht einfach darum, dass unter, da wo ich Sublimationsfarbe habe, dass da drunter auf jeden Fall Backtrennpapier ist. Plus 1 mache ich noch oben drauf, um da auch meine Hitzepresse zu schützen. Und so presse ich das jetzt bei 200 Grad für 60 Sekunden. Und dann, wenn er durch ist, einfach schön gerade hochheben. Merke gerade, dass mein Stoff das nicht so sehr mag. Spannend. Gut, was dazugelernt. Jetzt versuche ich das irgendwo hinzulegen zum Abkühlen, wo ich nichts verschiebe. Ich mache jetzt hier noch ein Teflon-Sheet darunter. Einfach, weil ich lieb sein will zu meiner Matte. Gut, das war das. Dann das nächste. Warum nehme ich immer wieder neues Backtrennpapier? Das ist ganz einfach deshalb, weil sich Farbe auf das Backtrennpapier übertragen kann. Und ihr habt ja sonst nachher auf dem nächsten Element, was ihr pressen wollt. Das wollt ihr natürlich so nicht haben. So far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? Und so presse ich jetzt jede Seite und bin dann wieder zurück bei euch, wenn ich fertig bin. So, ich bin durch mit dem Pressen. Jetzt können wir uns das angucken. Das sind die beiden Innenseiten. Sind jetzt fast ein bisschen grün geworden. Grün heißt eigentlich zu wenig gepresst. Okay, gut, merke ich mir. Ist aber nicht so schlimm jetzt. Das ist genau das, was nicht passieren sollte. Hier oben, das liegt jetzt nicht an der Kamera, sondern das liegt daran, dass das Papier sich verschoben hat. Deshalb sieht der so ein bisschen, also der und der und der, die sehen ein bisschen verschwommen aus im Vergleich zu anderen. Und ich habe es tatsächlich bei beiden. Okay, schade, aber kann passieren. Ich hoffe, hier ist nichts passiert, weil das wäre ganz schlecht. Ah, perfekt. Also perfekt ist anders anscheinend übernimmt der Stoff die Klebestreifen. Gut, auch gut zu wissen. Aber nur damit ihr seht, da spürt ihr überhaupt nichts davon. Und ist ein absolut sauberes Ergebnis, auch von der Schrift her. Und ihr seht halt einfach, eine Schwarz geht auf so einem Stoff. Und dann noch die Punkte. Ah, die sind auch oben ein kleines bisschen verschwommen. Okay, ich werde versuchen, das so gut wie möglich quasi in der Tasche zu verstecken. Oben ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil das genau der Teil der Tasche ist, den man sieht. Oder vom Innenfutter. Ja, gucken wir mal. Ich versuche das beim Nähen zu berücksichtigen, dass ich da
möglichst die Fehlerversuche zu überdecken. Jetzt, was ich auch noch machen muss, den hier verstärke ich nicht, aber den hier werde ich verstärken mit der Flieseline. Das mache ich noch kurz und dann können wir eigentlich auch schon anfangen, mit kurz noch was die Ecken reinzuschneiden und dann zum Nähen übergehen. So, ich habe ein bisschen geschummelt, weil es hat mich wirklich genervt, dass die Ränder so dermaßen gut sichtbar sind, plus die Kleber und dass es da oben verschwommene Teile hatte. Von dem her habe ich die Elemente 1 cm ringsherum kürzer gemacht. Respektive hier habe ich einfach 2 cm oben genommen und unten so gelassen. Und so kann ich die Unschönheiten in der Nahtzugabe größtenteils verstecken. Hier mein kleines, meine kleine Umgehungslösung, sagen wir es mal so. Die Flieseline habe ich eben bei diesen beiden Teilen aufgebracht. Das ist eine S320er Flieseline und ich habe ein 3 cm Rechteck ausgeschnitten, das hier unten angezeichnet und das ausgeschnitten, und zwar bei allen Teilen. Die gehen jetzt kurz mal auf die Seite, weil wir uns zuerst um die Griffe kümmern. Da habe ich auch Flieseline drauf gemacht und die stecke ich jetzt kurz aufeinander, rechts auf rechts. Und die nähe ich jetzt einfach mal auf beiden Seiten mit 1,5 cm Nahtzugabe. Dann drehe ich die um oder wende sie und dann nähe ich sie von oben nochmal mit Nähfüßchenbreite auf beiden Seiten ab. Die Enden sind egal, weil die kommen nachher in die Tasche, also die werden in die Tasche eingenäht, das sieht man gar nicht. Von dem her nähe ich kurz die beiden. I wonder how come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Und wenn die fertig sind, dann sollten sie in etwa so aussehen, dass ihr eine in der Farbe von der Tasche, von der Außentasche habt und eine Seite in der Farbe von der Innentasche. Und ich habe hier eines der Innenteile genommen, das mache ich bei beiden Teilen, dass ich hier gucke, wo ist die Mitte, und ab der Mitte markiere ich hier 3 cm. Und da mache ich die Henkel fest, und zwar, müssen wir mal gucken, schlussendlich sollte ja das so sein, dass hier weiß inne ist. Und das braun außen dann für die Außentasche. Das heißt, ich lege das so runter und mache das hier fest mit circa 1 Zentimeter drüber hinaus. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter? Und so könnt ihr die hier schon mal festnähen, einfach innerhalb der Nahtzugabe, das heißt ein bisschen unter 1 Zentimeter hin und her. Ich mache das so 3-mal. Dann hängt es schon mal hier an dem Stoff und es wird dann zusätzlich nochmal befestigt, wenn wir die beiden Taschen zusammennähen. Aber die Teile nähe ich kurz fest. Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Dann hängen die schon mal richtig dran, und jetzt können wir rechts auf rechts die Taschen zusammen machen. Ich gucke in der Regel einfach, dass unten die Ecken schon mal richtig sitzen.
Dasselbe machen wir gleich noch mit der, aber hier will ich noch eine Wendeöffnung. Ich würde sagen, so in dem Bereich. Das sind ca. 8 cm. Je nachdem, wie stark wie starr euer Material ist. Jetzt mache ich hier die kurz ein bisschen runter. Das geht dann auch ein bisschen einfacher, wenn die nicht versuchen hoch zu poppen. So, und somit kommen auch die rechts aufeinander. Macht es nicht allzu viel Sinn, wenn man die Wendeöffnung innen anzeichnet. Ne? Das war so in etwa hier bis hier. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Und so nähen wir die fest. Das heißt, die näht einmal, also hier oben verriegeln, runternähen, verriegeln. Das mit 1 cm Nahtzugabe. Dann hier verriegeln, runternähen, verriegeln. Hier verriegeln, runternähen, verriegeln. Hier auch oben anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln. Hier verriegeln bis zur Wendeöffnung, verriegeln, dann beim anderen Ende der Wendeöffnung wieder starten, verriegeln, runternähen, verriegeln und hier wieder die ganze Seite, das heißt verriegeln, runternähen, verriegeln. Und das eben alles mit 1 cm Nahtzugabe. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Kennt ihr das so Tage, wo es einfach irgendwie nicht so ganz läuft? Ist mir tatsächlich hier passiert, dass der Faden zu Ende war. Von dem her musste ich hier nochmal ansetzen und das noch weiter nähen. Aber ansonsten haben wir das jetzt gemacht und jetzt kommen wir noch zu den Ecken. Könnt ihr ganz einfach in die Tasche reingreifen und gerade bei dem, wo die Flieseline drauf ist, seht ihr, das klappt sich eigentlich schon in die richtige Richtung. Ihr spürt das hier tatsächlich auch, ob die Nähte aufeinander liegen und dann könnt ihr hier anfangen, verriegeln, hier drüber nähen, hier gehe ich jeweils zweimal drüber bis zum Ende, hier auch wieder verriegeln und das quasi Nähfüßchenbreite von der Kante. Das natürlich auch auf der anderen Seite und dasselbe mache ich auch noch mit der Innentasche. Und so nähe ich diese 4 Ecken kurz ab. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Dann haben wir hier eigentlich schon 2
Päckchen oder Taschenteile. Ich streiche hier kurz jeweils die Nahtzugabe so ein bisschen fest. Bügeln wäre natürlich noch besser, aber naja, geht auch so. Jetzt können wir hier die Außentasche wenden. Ich überlege mir gerade, ich glaube, ich schneide hier noch kurz die mit der Zickzackschere ein bisschen zurück. So, jetzt wenden. Immer der schönste Teil, weil dann sieht man auch, wie die Tasche nachher aussehen wird. Sieht jetzt bei mir, die Eule geht wirklich hier so um den Boden, also der Kranz vor allem, um den Boden herum. Finde ich extrem cool. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr könntet hier einen weniger großen Boden machen. Das heißt zum Beispiel mit einem 2 cm Rechteck diese Ecke ausschneiden am Anfang, oder ihr macht die Tasche größer oder ihr setzt die Eule halt einfach ein bisschen weiter rein. Aber ich finde es extrem cool. Gibt dem Ganzen so ein dreidimensionales. Oben der Spruch, wunderbar. Und hinten das gepunktete Muster sieht auch mega cool aus. Wo ich ein bisschen Bedenken habe mit meiner Größe, weil ich das alles zurückgeschnitten habe, dass da noch ein Taschenbuch drin Platz hat. Aber jo, gucken wir uns an, wenn es fertig ist. Und ansonsten kann die Tüte auch für was anderes verwendet werden und ist halt einfach symbolisch, ne? So, jetzt den Innenbeutel wenden wir nicht, weil wir machen jetzt diese Tasche hier in den Innenbeutel rein. Und ich gucke da einfach jeweils, dass die Ecken, also ich gehe mit Zeigefinger, also mit 2 Fingern hier unten an den Boden von der Tasche, die ich reingeschürt habe, und drücke die in diese beiden Ecken hier rein. Selber auf der anderen Seite. So, legt das wunderbar aufeinander. Dann müssen die Henkel zwischen die Taschen rein. Und jetzt können wir das ringsherum schön Kante auf Kante feststecken. Ich fange hier jeweils an den Seiten an. Dann ziehe ich das so ein bisschen in die Länge. Dann nehme ich auch wunderbar, wo die Mitte ist. Und von da aus stecke ich den Rest fest. Und so könnt ihr das hier oben ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe einmal abnähen. Das ist dann auch schon der drittletzte Schritt. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Ganz vergessen zu sagen, an den Seiten und bei den Henkeln gehe ich jeweils zweimal drüber. Und jetzt kann ich hier die Innentasche holen und das Ganze über die Wendeöffnung wenden. Dann könnt ihr hier die Ecken noch schön ausarbeiten. Und jetzt mache ich einerseits das dann so, dass ich hier die Wendeöffnung schließe.
Das heißt, von Anfang bis Ende der Wendeöffnung. Sie fangen hier an, ich mache es wirklich ganz, ganz knapp am Rand entlang, nähe hier einmal runter und verriegle am Anfang und am Ende und verschließe somit die Wendeöffnung. Und dann, ich bereite das jetzt auch gleich vor, damit ich dann beide Sachen gleichzeitig nähen kann. Jetzt könnt ihr hier die Kante schön ausarbeiten, dass die beiden Stoffe hier schön an der Kante aufeinander liegen. Und so könnt ihr hier oben auch nochmal entlang nähen. Ich bin jetzt mit der Schrift relativ weit oben, dadurch, dass ich eben die Tasche kleiner gemacht habe. Von dem her gehe ich hier eher knappkantig, das heißt sehr wahrscheinlich so einen halben Zentimeter, wirklich schön knapp dieser Kante entlang. Und das einmal ringsherum, plus eben die Wendeöffnung innen drin. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. So, meine kleine Tasche ist fertig. Nicht ganz so gelungen, wie ich mir das gewünscht hätte. Also das Motiv ist natürlich super, ne? Aber durch mein Problem gleich am Anfang mit den verschwommenen Muster, und man sieht es tatsächlich hier drinne. Also mir fällt sowas natürlich sofort auf. Ja, ansonsten ist das Muster extrem cool. Aber es ist halt genau da, wo startet, wo man am besten hinsieht, ist es verschwommen. Von ihm her, für mich jetzt gerade nicht das gelungenste Stück, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das heißt, ich werde das nochmal machen dann für das Geschenk. Ist gut, dass ich einen Prototyp habe, dann weiß ich, was ich machen muss oder was ich anders machen muss. Nämlich, dass ich auf jeden Fall die Hebelpresse verwende für diese großen Stücke. Weil da habt ihr auch eine Platte drunter, die wirklich wenig nachgibt, und da habe ich jeweils weniger das Problem, dass ich eben, dass es solche Verschiebungen gibt. Das ist das eine. Das andere, man könnte durchaus, also die Länge ist kein Thema, die Breite, da könnte man durchaus noch ein bisschen breiter gehen. Weil ihr müsst ja per se auch nicht ein komplettes A4-Blatt bedrucken, sondern ihr könntet hier zum Beispiel, könntet ihr auch 2 A4-Blätter zusammensetzen, weil ihr kommt hier mit einer Naht quasi relativ gut durch. Also weil es ist ja weiß bedruckt, also weiß druckt ja nicht, sondern wenn ihr neben den Pünktchen durchschneidet, dann könntet ihr auch 2 Stücke dann auf einen größeren oder auf einen etwas breiteren Stoff machen. Und hier die Motive einfach einzeln ausdrucken und die dann auf den Stoff bringen. Das heißt einmal dies und einmal das. Dann funktioniert das auch ein bisschen besser. Dito bei den Eulen, da sie so angeordnet sind, könnte man da durchaus auch mit 2 Blättern arbeiten und dann eben den Stoff ein kleines bisschen breiter machen, so 2 cm. Und unten würde ich die Ecken tatsächlich nicht mit 3 cm machen, sondern 2 cm sind hier eigentlich ausreichend. Dann wird sie auch weniger hoch, sondern eher ein bisschen breiter noch. Und ja, dass ihr eben dann mit einberechnet, was ihr, wenn ihr unten die Ecken macht, dass ihr hier unten entweder lasst ihr genug Platz, dass hier kein Motiv ist, oder ihr macht so wie ich. Also ich finde es schön, wenn es eben um die Ecken rum geht. Wenn ihr das nicht möchtet, dann müsstet ihr das definitiv mehr zur Mitte hin platzieren, wenn ihr das aufdruckt.
Jo, das sind so meine Learnings, die ich hatte. Aber ich finde es schon cool. Es hat definitiv was und das Motiv ist halt einfach cool. Und zusammen mit dem Spruch finde ich das wirklich Hammer für eine kleine Reise in die Fantasie und das als kleines Buchtäschchen. Da dann Büchergutschein reinkommt, macht es ja keinen Sinn, wenn ich dann ein Buch reinmache, sondern da wird wahrscheinlich einfach eine kleine Schachtel Pralinen dann reinkommen mit eben einem Umschlag und dem Gutschein drin. Jo. Das war's somit für heute. Das war die Idee, die ich euch heute zeigen wollte. Lernt aus meinen Verbesserungen hoffentlich. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotz den kleinen Fauxpas gefallen und dass ich euch in meinem nächsten Video wiedersehe. Bis bald! It really makes me wonder.